Heute gehen wir einmal der Frage nach, ob man Kirschkernkissen im Omnia-Backofen erwärmen kann und wenn ja, wie und was müsste man beachten. Es gibt Situationen, da ist ein Kirschkernkissen zwischendurch mal ganz sinnvoll, weil man vielleicht Rückenschmerzen hat oder andere Beschwerden und man möchte vielleicht auch seine Muskulatur ein bisschen lockern. Und da ist natürlich ganz sinnvoll, wenn man Kirschkernkissen auch unterwegs mal im Wohnmobil, im Fahrzeug, im Wohnwagen oder sonst wo ein bisschen erwärmen könnte. Ich bekomme sehr oft die Anfrage, auch in unserer Facebook-Gruppe, kann man denn Kirschkernkissen im Omnia-Backofen erwärmen? Also ich bin bei dieser Frage auch immer sehr vorsichtig, was ich da antworte. Theoretisch ja, das ist Theorie. Praktisch ist es wieder ganz anders, weil wenn ihr eure Kirschkernkissen habt, manchmal sind die so länglich, manchmal sind die auch so viereckig und ihr packt die halt in die Omnia-Form, dann habt ihr oft das Problem, dass immer irgendwas verrutscht, vielleicht zu nah an der Oberhitze ist, das heißt hier direkt am Kamin, weil da auch nur ein Fisselchen von dem Stoff rangeht. Und genau das ist dann das Gefährliche, denn dann kann es anfangen zu brennen. Das wollen wir ja nicht, oder? So ein großes passt überhaupt nicht rein, das kriegt er halt gar nicht rein, da kriegt er auch den Deckel nicht drauf, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das passt nicht. So kleine würde man eventuell noch reinkriegen. Aber es ist echt eine gefährliche Sache und das ist auch der Grund, warum ich immer ganz vorsichtig bin, wenn ich darauf antworte. Und ich antworte eigentlich immer auf sowas auf jeden Fall, weil viele sonst sagen, klar kannst du das machen, aber man beachtet halt nicht, dass es hier Probleme geben könnte. Es ist wirklich ganz fatal, wenn ihr zu nah am Kamin kommt. Da ist die heißeste Hitze, die hochsteigen kann und da kann euer Stoff halt auch in Flammen aufgehen. Wollt ihr das? Nee. Und deswegen, ich brauche manchmal auch so ein Kirschkernkissen. Ich habe ja auch hier und da mal ein paar Rückenprobleme oder mein Nacken ist verspannt und dann habe ich auch gerne mal ein Kirschkernkissen dabei. Aber genau aus dem Grund, dass es hier anschmort, was mir auch allerdings schon passiert ist, muss ich sagen, aber ich habe es noch rechtzeitig gemerkt, habe ich mir was anderes einfallen lassen. Und zwar habe ich mir Kirschkerne gekauft. Ich habe mir wirklich in dem Fall 5 Kilo gekauft. Es gibt die auch kleiner. Ja, richtig einfache Kirschkerne, die schon dafür geeignet sind. Gereinigt, gewaschen und natürlich total sauber. Die sind dafür geeignet, die könnt ihr dafür verwenden. Ich habe mir auch Beutelchen dafür geholt. Und dann könnt ihr das nämlich im Omnia-Backofen reinfüllen. Ihr könnt die erwärmen und ihr könnt es auch in der Maxi-Form machen. Ich habe jetzt die Menge mal so gewählt, wie sie in diesem Kirschkernkissen drin sind. Ja, das sind 650 Gramm und das sind 950 Gramm. Die sind jeweils in den Kissen auch drin und da seht ihr ja schon, die Formen sind echt gut gefüllt, oder? Ja. Und die erwärme ich dann. Und die gehen echt ganz, ganz schnell. 3–4 Minuten auf voller Flamme und ihr müsst schon aufpassen, dass ihr euch echt nicht verbrennt. Deswegen, wenn ihr sowas macht, dann guckt zwischendurch ruhig mal rein, dreht Gas aus, guckt einfach mal rein, wie heiß sind denn meine Kirschkerne schon. Denn es ist ja natürlich ein Unterschied. Hier brauchen sie ein bisschen länger. Ich glaube, ich habe die 6 Minuten gehabt. So ein großes benutze ich sehr selten. Ich benutze eigentlich eher ein kleines. Da müsst ihr mal ausprobieren. Aber es funktioniert auf großer Flamme. Und aufgrund der Maxi-Form könnt ihr natürlich jetzt auch so Riesenteile machen. Das passt natürlich. Oder ihr macht 2 Kirschkernkissen. Dafür habe ich mir dann auch solche Baumwollbeutel gekauft, damit ich das nämlich auch umfüllen kann. Die gibt es in verschiedenen Größen. Müsst ihr mal gucken, was für euch ideal ist. Das ist jetzt dieser und das wäre der kleine. Ich finde den kleinen besser, weil da verschieben sich halt die Kirschkerne ganz toll drin. Den finde ich jetzt ein bisschen hart. Da würde ich eher einen anderen Beutel für nehmen. Aber den finde ich ganz praktisch und sowas habe ich auch immer mit. So wie er jetzt ist, habe ich den auch mit. Dann könnt ihr nämlich einfach eure Kirschkerne hier reinfüllen. Ist noch einer drin. So. Stellt das Ganze auf den Gaskocher. Natürlich dürft ihr das Unterteil nicht vergessen. Auf den Gaskocher. Ich sage mal wirklich für 3–4 Minuten auf voller Flamme. Da passiert jetzt gar nichts, wenn ihr das macht.
gerade in der unbeschichteten. Und wenn die Frage kommt, kann ich es in der beschichteten machen? Ja, könnt ihr auch. Da würde ich aber nicht die volle Flamme machen, sondern ich würde es auf mittlere Flamme machen, weil es ja immer wieder gesagt wird, Beschichtung jeglicher Art. Das heißt, sowohl für den Omnia als auch die private, die ihr machen könnt, oder auch für Pfannen, die ihr schon fertig gekauft habt. Da lässt natürlich die Beschichtung nach, umso häufiger die Beschichtung auf einer großen Hitze verwendet wird. Deswegen verwende ich den Maxi Omnia sehr gerne nur auf mittlerer Flamme, klar zum Einheizen auf hoher Flamme, aber sonst nur auf mittlerer Flamme. Es sollte auch für 4 Minuten nichts machen, wenn ihr das drin macht, aber dafür verwende ich wirklich, gerade bei den Kirschkernen, gerne die unbeschichtete Form. Denn da kann ich auf Nummer sicher gehen, dass mit der Beschichtung absolut nichts passiert und das heißt, es kommen keine Kratzer rein, sie wird nicht beschädigt durch zu hohe Hitze und ähnliches. Da benutze ich diese sehr, sehr gerne. Ich habe ja beide. Viele haben ja auch beide, weil ihr bekommt den ja halt nur ohne Deckel und Unterteil. Von daher habt ihr den in der Regel auch da. Ja, so mache ich das mit Kirschkernkissen. Und das geht nämlich super gut. Zum Einfüllen haben ja auch viele mittlerweile den Dreamfarm Löffel. Zum Einfüllen nehme ich wirklich den Dreamfarm Löffel, weil das ist ja jetzt alles mega heiß. Und so reinkippen ist auch nicht. Und dann mache ich das wirklich so hier rein. Man kann es natürlich auch in eine Schüssel füllen mit 2 Händen und Topflappen, dann so reinkippen. Ich bin da leider immer sehr trottelig, bei mir geht alles daneben und deswegen mache ich das mit dem Löffel und ja, dem Sack. So, ja, das ist halt meine Sache, wie ich Kirschkernkissen im Omnia Backofen erwärme und dadurch dann auch meine Verspannung wegkriege oder mal die Rückenschmerzen. So, und was man sonst für Wehwehchen immer irgendwo hat, da ist das nämlich super sinnvoll. Oder wenn auch im Winter mal das Bettchen zu kalt ist, da hilft dann auch ein Kirschkernkissen und zwar in dieser Form. Ja, ich hoffe, das hat euch eine kleine Anregung gegeben für diejenigen, die sich fragen, Kirschkernkissen im Omnia, funktioniert das, ja oder nein? Ja, es funktioniert, aber ich rate ab, wirklich die fertigen Säckchen da drin zu erwärmen. Das ist einfach zu gefährlich. Ihr kriegt die Kirschkerne, kriegt ihr zu kaufen oder ihr öffnet halt so ein Säckchen. Wer handwerklich, wer halt begabt ist, der kann da einen Reißverschluss einnähen oder sonst was. Da habt ihr bestimmt genug Ideen. Ich habe mir so Säckchen gekauft, die gab es irgendwie im 10er-Pack. Die kann ich dann auch noch für Geschenke und sowas verwenden. Aber die fand ich sehr praktisch. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Ich verlinke euch das mal in der Beschreibung, wo ich das alles her habe. Und auch die Kirschkerne, die kriegt ihr auch in jedem Biomarkt oder Drogeriemarkt oder ähnliches oder halt im Internet. Die sind mittlerweile sehr vielfältig zu erwerben. Ja, das war es auch von mir. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass dieser Tipp auch da mal gegeben wurde. In dem Sinne, schaut euch doch mal unsere Videos hier oben, da unten an oder abonniert uns hier in unserem Logo. Dann bekommt ihr nämlich auch immer wieder solche kleinen Tricks, die ich dann auch mal selber herausfinde, direkt auf euer Smartphone oder eurem Desktop und kriegt da eine Nachricht von uns. In dem Sinne sage ich euch, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video.